Was macht für dich das Projekt besonders spannend und interessant? Ja, wie ich schon sagte, dass das aus dem Bekanntenkreis erwachsen ist und dass da sehr viel Herzblut von allen drin steckt, dass da sehr viel Mühe drin steckt, auch ja, unentgeltlich zu arbeiten. Die Hoffnungen, die Träume, die sich daran knüpfen, aber auch inhaltlich gesehen ist es natürlich spannend. Es ist was sehr klug Ausgedachtes, weil es ganz einfach nicht nur das Genre Fantasy bedient, sondern weil es letztendlich sich wirklich ja, pagane Gruppierungen in Berlin angeschaut hat und sich wirklich Gedanken gemacht hat über, ich sag mal, Fantasy, über was ist ein Schamane und so weiter. Also da gibt es einfach, da gibt es einen Background, da merkt man, dass da was da ist. Und das finde ich spannend. Ich glaube, das Interessanteste ist, dass wir eine Fantasy-Geschichte haben, die sich in der Jetztzeit abspielt und urbane Elemente, also die Großstadt Berlin damit verbindet. Ich bin selbst Ur-Berliner und liebe diese Stadt über alles und diese Verbindung zwischen alter Fantasy, auch Geschichte von Berlin mit Fantasy und dieser Stadt ist einfach großartig. I would say it's an enchanting story that's worth your attention. It's nothing I would want to give details about because I wouldn't want to spoil it, but I would certainly say that it's something new and original, and it's something embracing the heart of Berlin, I feel, and that in itself is also worth checking out. I think it's an exciting, fantastic story, and it should be heard, and it's very young and fresh, and I think people would enjoy it. There's magic, and it's my thing, and I think it could work for a lot of other people too. The mystical aspects of it, especially with the waterman and the little secrets here and there, and I think that it's very exciting. Ich denke, es ist ein interessantes Projekt und es ist halt kein fertiges Projekt. Man kann es noch beobachten, wie es entsteht und wie es sich entwickelt. Und ich denke, und Leute, die halt vielleicht ein bisschen auch nicht nur das Endprojekt interessiert, sondern auch mal das Wachsen beobachten wollen, das finde ich eine gute Sache. Vor allem, weil es ja alles recht offen gemacht wird und man über verschiedene Kanäle Zugang findet zum Projekt, also über Video, über Literatur und über Social Media und alle möglichen, was da noch kommt und kommen wird. Für mich in erster Linie ein Projekt, und zwar ein ziemlich großes Projekt, in gewisser Weise auch ein Experiment, weil ich weiß zwar natürlich, was Lia betrifft und was das bisherige Setting betrifft, worauf ich mich da einlasse oder eingelassen habe und was so ungefähr auf mich zukommen könnte, aber es steht auch noch ganz viel in den Sternen und ich bin selber halt sehr gespannt, wie weite Wellen das alles dann schlussendlich schlagen wird und ja, hoffe natürlich, dass es möglichst erfolgreich wird. Weil es ein Thema ist, was seit Jahren, muss man ehrlich sagen, immer mehr Leute interessiert. Das sind Naturreligionen, das ist Magie, Hexerei, das ist Spannung, Liebe natürlich, Liebe, was die Oma dann nichts mehr angeht, aber so fürs Publikum hieß es ja. Ne? Gerade im Bereich Magie, Heidentum, denke ich, braucht es auch Aufklärung. Da gibt es immer wieder Fragen, da kommen immer wieder Leute, was ist denn das, haben komische Vorurteile etc. Und das ist ja auch da drinnen reingepackt, da ist ja auch eine Aufklärung mit drinnen, dass da auch ein normaler Umgang damit da ist. Und dass man halt stinknormal ist, wenn man das macht. Mit ein bisschen verrückten Sachen, die sieht man ja nicht im Kopf am Laufen. Es ist eine neue Form, eine Geschichte zu erzählen, also eine Form, die über mehrere Ebenen, über mehrere Kanäle erzählt wird, was so vielleicht noch nicht da war, also zumindest nicht in diesem Ausmaß und dieser Größe und Länge. Und ich kann mir vorstellen, dass das entsprechend wegweisend ist für in Zukunft häufiger genau solche Geschichten in dieser Form, also über mehrere Ebenen, mehrere Kanäle zu erzählen für die Zuschauer. Und warum sollte Magic Berlin unterstützt werden?
Ja, natürlich, weil wir alle an das Projekt glauben und es lieben. Allerdings ist es auch eine super gute Arbeit. Also man merkt halt, dass die Energie da reingegangen ist von den Menschen, dass da sehr viel Liebe drin steckt. Und ich denke, es ist nicht zu abgehobene Kunst. Das ist was wirklich auch ganz normale Leute zu Hause schauen können. Also es ist unterhaltsam, aber es ist gleichzeitig auch nicht irgendwie, ich sag mal, zu simpel, zu langweilig, es ist halt trotzdem noch was Besonderes und experimentell auf seine Weise, schon allein durch die verschiedenen Formen der Medien. Und dadurch schafft es diese Schneide zwischen nicht zu abgehobener Kunst, nicht zu sehr Mainstream zu sein. Und das ist was sehr Besonderes. Also das schaffen wenige Projekte. Und deshalb denke ich, sollte man Magic Berlin unterstützen. Für mich persönlich ist es im Moment einfach ein Experiment, ein spannendes, zum Ausprobieren und schauen, wo es uns hintreibt und auf jeden Fall neue Erfahrungen zu sammeln. Und wünschst du dir etwas Bestimmtes für die Zukunft, für das Projekt? Ich hoffe, dass es weitergeht und dass wir noch mehrere spannende Momente miteinander erleben. Also bisher war es ja nur der Trailer und da wird ja noch eine Menge kommen und da bin ich selber noch gespannt, was passieren wird, weil die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende erzählt und da bin ich gespannt. Einfach genauso wie alle Leser oder andere Leute, die sich das angucken. Ich weiß selber nicht, was passiert und ich muss da reinschauen. For me, I just want to have fun and I want to experience. I hope, of course, that the project just goes to the sky. I mean, it goes through the roof, especially, for the other characters and for the amazing story that it is. But I'm not even looking for this fame or anything like this. I think that it's fun and something that's deserving my attention. Wie gesagt, ich wünsche mir natürlich, dass das Projekt dem Druck, dem inneren und äußeren Druck, der unweigerlich entsteht, standhalten kann und schlussendlich erfolgreich wird, möglichst international erfolgreich wird und dass es auch sowas wie ein Selbstläufer wird. Also dass, wenn der Stein dann irgendwann wirklich ins Rollen gekommen ist, dass der von selber auch wirklich die Leute mitreißt und vielleicht noch ein paar mehr Menschen an Bord zieht, die darauf wirklich Bock haben und die das Projekt noch weiter treiben und ziehen. Ich wünsche mir Geld für alle. Dann wünsche ich mir, dass wir weiterhin eine gute Zeit haben. Ich wünsche mir, dass wir uns vertrauen, dass auch die neu dazugekommenen ein kleines Zuhause finden. Ich wünsche mir, dass jeder auch seine eigene Kreativität darin ausleben kann, denn das ist die Idee dieses Projekts. Dass jeder sich so fühlt, obwohl es vielleicht jetzt unbezahlte Arbeit ist, lange stundenlange Zeit, dass jeder sich so fühlt, als wäre da ein Teil von ihm drin, zu dem er echt stehen kann, wo er sagt, ne, also das ist jetzt was, da kann ich auch dahinter stehen und das habe ich gern gemacht. Genau, das wäre schön. 10 Jahre Laufzeit, viele Fans, wenn es auf Englisch gemacht wird, weltweit. Wir werden alles abdecken. Wir haben für euch die tollsten Sachen nachher, wirklich spitze und wir sind ganz normale Leute. Ihr könnt uns auf der Straße begegnen, hey, wo passiert euch das, außer ihr wohnt in Hollywood? Aber die werden alle hierher ziehen, so schaut's aus. Was wünschst du dir für die Zukunft des Projektes? An sich, dass es erfolgreich ist und dass wir daraus auf jeden Fall irgendwie eine Menge Erfahrung sammeln können, die uns alle weiterbringt irgendwo. Also irgendetwas daraus zu lernen. Ja, ich stelle mir vor, dass Magic Berlin läuft, dass wir ein Publikum finden, das die Story interessant findet und unsere spannenden Charaktere gut findet
und die das auch mögen, dass man so eintauchen kann in die Geschichte auf der ganzen Ebene. Ich kann mir Videos angucken, ich lese den Roman, ich höre den Podcast, ich schaue mir Fotos an, gleichzeitig chatte ich dann vielleicht auf Facebook mit einem Charakter oder so, oder ich mache Kommentare auf der Facebook-Seite und bin da einfach so drin. Und das stelle ich mir vor, dass es halt so ein total interaktives Projekt ist, wo die Menschen, die das Projekt gut finden, die Magic Berlin, die da so eintauchen und in die Berliner magische Szene eintauchen, dass die richtig mit drin sind und letztlich die Story auch vielleicht sogar beeinflussen. So, das würde mich total reizen an Magic Berlin. Hedda, was sagst du dazu? Magic Berlin? Zukunft oder nicht Zukunft? Bist du dir unsicher, ne? Ja, verstehe ich. Und sonst so? Pippi? Nein? Oh, alles doof? Ich weiß nicht, wer ist denn dein Lieblingscharakter? Eris? Nein. Göndlir? Johannes? Lucia? Nein. Hast du denn überhaupt jemanden? Delia, gib's zu. Auch nicht. Ah. Dann schreiben wir für dich eine Rolle. Was hältst du davon? Ja?